Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blick zurück. Heute werfen wir einen Blick zurück auf das Spiel Fahrenheit, unter anderem bekannt dadurch, dass David Cage das gemacht hat, der Regisseur dieses Spiels, oder besser gesagt Films. David Cage kennt man vielleicht auch von Heavy Rain. Fahrenheit war eins der ersten, wo man gesagt hat, ja, wir machen richtig krasse interaktive Filme. Ich meine, das gab es schon auch in den 90ern und so, aber da sollte das wirklich so ein Erlebnis sein. Das hat einigermaßen funktioniert. Wir werden direkt mal reinspringen, ohne das Tutorial. Das könnte ich euch insofern zeigen, es ist interessant, dass David Cage sich selbst da als Figur zeigt und dem Spieler erklärt, wie denn die Steuerung funktioniert. Ist aber ziemlich uninteressant. Die Steuerung ist auch nicht so geil im Spiel. Es sind so ein paar Sachen, die nicht so geil sind, aber was richtig gut ist an Fahrenheit, also richtig gut, ist der Anfang. Also gerade das Intro, die ersten paar Spielminuten und so. Und die will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Für die unter euch, die Fahrenheit nicht gespielt haben oder auch gerne nochmal einen Blick darauf zurückwerfen wollen, springen wir jetzt einfach mal rein. Things are never quite what they seem. We think we understand the world around us, but we really only see the outside, what it seems to be. I used to be just like you. I believed in humanity, the newspapers, soap commercials, politics, and history books. But one day, the world kicks you in the teeth, and you don't have any choice but to see things the way they really are. My name is Lukas Kane. My story is the one where an ordinary guy has something extraordinary happen to him. Maybe it was supposed to happen. Maybe it was my destiny or my karma or whatever. I know one thing for sure. Nothing's ever going to be the same. Ja, wir spielen das Ganze übrigens auf Englisch, da die deutsche Synchro ja nicht so stark ist, sage ich mal. Teilweise echt kacke. Und die englische ist schon wesentlich besser. It all started right here. Where else could it happen? New York, capital of the universe. The chessboard destiny chose for the last big game. I was just another pawn living my pawn's life. Until that night, when my life descended into chaos.
What? What have I done? I didn't want... It was like a dream. Quick. I've got to get out of here before somebody comes in. Ja, Lukas, was treibst du denn da? Ja, also Leute, so wird man da in dieses Spiel geworfen. Erstmal direkt, dass man die Spielfigur spielt, die gerade einfach mal einen Mord begangen hat. Blöde Situation, behaupte ich jetzt einfach mal. Und das erste, was wir jetzt machen, ist, die Maustaste zu drücken, linke und nach unten zu drücken. Ihr seht das oben. Das ist nämlich die wahnsinnig intuitive Steuerung. Und hier mashen wir jetzt ein bisschen die Buttons nach links und nach rechts, um den Körper da, den toten, leblosen Körper, ins Klo zu schleifen, Tür zu. So, weg. Problem beseitigt. Vielleicht. Vielleicht sollten wir aber auch hier hinlaufen, den Besen schnappen oder den Wischmopp und das noch ein bisschen wegwischen. Und auch da muss man jetzt Maustaste drücken, hoch und runter. Genau. Und, also ihr könnt euch sicher denken, dass das nicht das erste Mal ist, dass ich dieses Spiel spiele. Aber als ich das zum allerersten Mal gespielt habe, 2006 oder 2005 oder wann auch immer das rauskam, huiuiui, da dachte ich mir, Mensch, jetzt sitzt da draußen noch ein Bulle. Was mache ich denn? Es wird auch höchstwahrscheinlich bald... guck mal, außer Betrieb, blöd. Wir wollen uns doch das Blut wegwischen. Der wird demnächst irgendwann aufstehen, der Cop, und dann in unsere Richtung laufen. Und eieiei, Panik, was macht man denn nur? Und das Spiel hat auch immer so ein bisschen die Prämisse, auch selbst im Tutorial meint David Cage dann von mir, ja, alle deine Entscheidungen sind wichtig für den Spielverlauf und werden, was weiß ich, alles beeinflussen, den Ausgang der Geschichte und so. Und dann denkt man sich, oh, passe ich mal lieber auf, was ich treibe. Ja. Und was ihr da rechts unten seht, diesen Balken, das ist quasi der Stressbalken von Lukas, und der kann höher und tiefer werden und so, wir gehen jetzt einfach mal raus. Wenn er ganz nach unten fällt, dann ist er extrem gestresst und deprimiert und das kann so weit gehen, dass er dann, ja, ohnmächtig wird oder aber sogar Selbstmord begeht und so weiter. Jetzt steht hier, das können wir direkt mal machen, da waren wir nämlich anscheinend gesessen, unsere Rechnung. Ich habe jetzt die Möglichkeit, die Rechnung zu bezahlen. Das würde man, also ich glaube so, der normale Spieler, der das Spiel zum ersten Mal spielt, der denkt da nicht dran, der denkt sich nur, oh Gott, schnell raus hier, schnell weg. Man könnte auch gucken, hier rauszugehen, aber da ist die Tür, glaube ich, zu. Ich weiß es gar nicht, aber wir gehen jetzt einfach mal da vorne raus. Und, ich finde das Ganze eigentlich sehr, sehr stimmungsvoll inszeniert, gerade den Anfang, auch das Diner selbst, wie das alles aussieht und so. Jetzt seht ihr hier Splitscreen. Also als das Spiel rauskam, war gerade hier 24 und so noch ziemlich krass, glaube ich, populär. Deswegen nutzt auch das Spiel sehr viel Splitscreen und sehr viele Sachen, die gleichzeitig passieren. Also man wird noch öfter in der Situation stecken, dass irgendwo eine Figur sich auf dich zubewegt oder irgendwo etwas passiert und du zeitgleich irgendwas anderes tun musst und so. Ja, und wie ihr seht, entdeckt der Polizist gerade. Hat aber jemand, weiß ich nicht, irgendwas angestellt. Und was jetzt der Penner dazu tun hat? Nobody goes anywhere. A crime has just been committed. I'm going to ask you to stay calm and wait here for the police to arrive and check your IDs. Was der Obdachlose zu tun hat mit der ganzen Geschichte, die wir gerade gesehen haben, auch das wird später noch erklärt. Soweit werden wir das aber gar nicht spielen. Jetzt werden wir erstmal sehen, wie hier noch zwei andere Charaktere vorgestellt werden, die auch spielbar sind, nämlich... Ja, diese beiden. Tyler, somebody gets murdered every day in New York. But especially when I'm on night duty. It's as if every psycho in the city has it in for me. If you want a bitch, do it inside. That way I don't have to freeze to death listening to it. You're the boss, Carla. Genau, hier Carla und Tyler. Und mit denen... Das ist ein sehr interessanter Kniff, wie ich auch finde, dass wir halt einerseits den Mörder, also den Gejagten spielen, andererseits aber auch die Jäger. How's it going, McCarthy? Evening, Inspector. I've been waiting for you. Hey, Tyler. Hey, Martin. So, what happened? Homicide. I found the body in the toilets.
I had to go before I went home. Genau. Ja, jetzt läuft hier ein Balken runter. Ich muss mich gucken, was ich denn jetzt frage. Do we have a suspect? A client left just before I found the body. Was ich ein bisschen albern finde. Eigentlich hat man ja genug Zeit. Which table was the suspect sitting at? Oh, he was sitting at that table So in so over einem there. Gesprächsverlauf. So, fragen wir doch nochmal was zum Opfer. Who is the victim? His name was, John Winston, a regular here at the restaurant. Kate knew him. She could tell you more. Okay, und was zur Leiche? Is the body still there? The boys from the morgue were waiting for you to get here before moving it. Nobody's been in the toilet since we found the body. Is that the waitress over there? Yeah, Kate Morrison. I think that you should interrogate her. If you don't mind me saying, go easy on her, Inspector. She's still in a state of shock. Thanks for your help, Martin. It's late. I think you can go home and get some sleep. I'm gonna wait until you're finished with Kate, if you don't mind. I want to make sure she gets home okay. Okay, jetzt haben wir auch die Möglichkeit zwischen den beiden Charakteren zu wechseln. Hier mit Enter ist das, glaube ich. Genau. Das hier, Kyler nochmal vorzustellen. Ja, ein bisschen Stereotyp vielleicht so. Der coole, lockere, schwarze, meinetwegen. Ich weiß gar nicht, ob wir mit ihm auch sie verhören können. My partner's gonna take your statement soon, ma'am. It Das shouldn't möchte take wohl die too andere machen. Thanks. Das können wir machen. Für diese Folge würde ich sagen, verhören wir doch die gute Frau noch. Das ist auch so ein Ding, das man sehr oft in diesem Spiel noch machen wird, solche Kate? Verhöre und Gespräche. I'm Inspector Carla Valenti. I'm in charge of the investigation here. Would you mind answering a few questions? No. Go ahead. Okay, sagen wir was zum Opfer. Did you know the victim well? John was a regular. He came every Monday. He always ordered the same thing and left a nice tip. Okay. Have you been working here long, Kate? It'll be 11 years next month. I've seen all sorts in this place. Down and outers, junkies, you name it. The till's been robbed a few times, but murder? That's a new one. Poor Johnny was such a nice guy. So ein lieber Kerl. Tja, What was he like, Kate? Do you think you could describe him for me? I only saw him for a few seconds. I guess he was about average height, fairly young. That's all I can remember. What was the man doing before the murder happened? He was there for a while. He was reading, I think. Do you know whether the victim had any enemies? Anybody that might want to kill him? John was just a nice, normal guy. I can't see why anybody would want to kill him. Did you get the impression that John and the suspect knew each other? No, I don't think they did know each other. The man had already been here a while when John came in. They didn't talk to each other. No, I'm almost certain that John didn't know him. okay. Can you tell me what you saw? There weren't that many people tonight. It's usually pretty calm during the week. I was just chatting with Martin at the bar. I didn't even see John get up. Oh my God. Okay. Wir beharren mal, sie soll sich mal konzentrieren. Try to pull yourself together. You are our main witness, so I'm really gonna need your help. My shift was almost over. I was just chatting with Martin at the bar. John got up and went to the restroom. The man must have followed him. And then he must have snuck out afterwards because I didn't even see him leave. What happened next? Martin went to the restroom, and that's when he found John. Tja. Did you hear anything while John was in the toilets? Sound of a struggle or yelling? No, I didn't notice anything. Did you happen to notice anything strange about the suspect's behavior before he went into the restroom? No. Wait. Yes. I remember something. I came back at one point just to check whether he needed anything. He didn't answer me. He just stared straight ahead. It was weird. I didn't push it. I thought maybe this guy is a little crazy. God. If I had only Ja, known. ja, ja.
Do you think that you would recognize the suspect? I'll never forget that face. Das ist interessant. Perfect. Do you think that you could come down to the station tomorrow and help us construct a likeness of the killer? Yeah. I'll do whatever you think I can to help catch him. Thank you very much for your help, Kate. I hope you find the bastard who did it. People like that just don't deserve to live. Das ist deine Meinung, ne? We'll do everything Tja, we can to find him. während die noch ein bisschen quatschen und jetzt die Links nach Hause gebracht wird, ja, haben wir hier der guten Kate auf jeden Fall einige Fragen gestellt, so wie das Spiel selbst natürlich auch jetzt schon super viele Fragen aufgeworfen hat. So, warum hat Lucas Kane diesen Typen umgebracht, den er nicht mal kannte, und wieso hat er, also wie hat das überhaupt funktioniert, dass da irgendwas oder irgendjemand Machtübel ergriffen hat, dass er das getan hat? Sehr, sehr seltsam. Und überhaupt, was haben diese komischen Penner damit zu tun und warum war der Rabe da am Fenster und warum liegt da überhaupt Stroh? Nee, aber ja, auf jeden Fall finde ich das, also diesen ganzen Kniff, dass wir jetzt auch gerade mal eben die Jäger spielen, gleichzeitig sehr cool. Es wird dann auch später beispielsweise eine Stelle kommen, an der eben die Kate, mit der wir gerade gesprochen haben, ins Revier kommt, und dann sollen wir wie nennt man das, so ein Bild erstellen, ne? so ein Täterbild. Und sie beschreibt uns dann eben, wie Lucas Kane aussieht, und wir selber können das dann zeichnen. Und je nachdem, ob wir jetzt gerade das gut finden oder nicht, weil wir es vielleicht voll Lucas toll finden und so, zeichnen wir vielleicht absichtlich das Foto ein bisschen falsch, damit sie ihm nicht so direkt auf die Ferse kommen. Das ist halt interessant. Einfach nur aus Sympathie und so. Und das ist ein cooler Kniff, und eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass das Spiel noch viel, viel mehr darauf eingeht, aber im Verlauf der Story wird das irgendwann eher weniger wichtig, und all diese Sachen von wegen jede deiner Entscheidungen ist wichtig. Naja, also das Ganze quatscht, auf zu quatschen, das Ganze wird, also die Story wird mit dem Verlauf nicht mehr so toll, was aber mich nicht davon abhält, jetzt noch ein oder vielleicht 2 Folgen weiter aufzunehmen für diesen Blick zurück, um euch noch ein bisschen mehr zu zeigen, noch ein paar Details. Ansonsten würde ich sagen, für diese Folge vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr wollt noch mehr sehen. Dasselbe gilt wie immer. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ein Blick zurück reicht mir nicht, ich möchte, dass du das komplette Spiel vorstellst, ja, dann schreibt es in die Kommentare und dann können wir das vielleicht sogar noch einrichten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Things are never quite what they seem. We think we understand the world around us, but we really only see the outside, what it seems to be.